Guten Morgen von der IZB 2024 aus dem European High-Tech Pavilion. Und heute zeigt uns unser CTO Yannick Görgen, was wir dieses Jahr auf der IZB zeigen. Bitte, Yannick. Willkommen bei der IZB 2024 auf dem Stand von Metelligent Nititech. Wir zeigen hier diese Woche Aktorsysteme auf Basis von Formgedächtnislegierung. Wir zeigen zwei grundlegende Prinzipien. Einmal einen Vakuumsauger basierend auf Formgedächtnislegierung. Den möchte ich einmal schalten lassen, um zu zeigen, was passiert. Ich lasse einen kurzen Strompuls durch die Drähte fließen und dann habe ich ein Vakuum gesaugt und ich kann meine Lasten heben. Das gleiche beim Loslassen. Ein kurzer Strompuls und ich lasse es los. Das Ganze basiert auf einer bistabilen Feder, einem System, das hier ein Federkreuz in der Mitte besitzt, außenrum Drähte auf beiden Seiten. Und je nachdem, welchen Draht ich aktuiere, kann ich in zwei stabile Positionen umschalten. Bin somit im Vergleich zu alternativen Antriebsmöglichkeiten wie Elektromotoren, die bisherigen elektrischen Greifer oder pneumatische Greifer wesentlich energieeffizienter. Bis zu 95% Energieeinsparung können wir hiermit erzielen. Wir haben ein Gewicht von, Sie sehen es, das Innenleben besteht lediglich aus einem solchen Ring mit einer Feder und einem Gramm schweren Drähten. Wir haben hier 40 Gramm. Sein Gesamtgreifer wiegt weit unter 100 Gramm, somit haben wir extreme Gewichtseinsparungen, was sich dann auf die ganze Antriebskette auch wieder zurückspielt. Wir haben dieses ganze System auch weiterentwickelt zusammen mit VW. Das ganze lastenheftgerecht für die Produktion, für die Fabrik der Zukunft, die druckluftfrei werden soll, gestaltet mit den sensorischen Schnittstellen, den Antriebsschnittstellen auch auf elektrischer Seite für VW ausgelegt und dieses System läuft in den Testanlagen von VW. Wir haben auch noch ein zweites System mitgebracht. Das ist ein rotatorischer Antrieb. Wir können mit diesen Formgedächtnisdrähten nicht nur zwischen zwei stabilen Positionen schalten, sondern wir können auch proportional antreiben. Wir haben das hier in einem rotatorischen Antrieb dargestellt, der unter anderem im Interieur vom Automobil untergebracht werden kann, aber im Prinzip in allen Bereichen, die ein rotatorischer Antrieb in kompakter Bauweise oder Leichtbauweise benötigen. Wie viel Gramm wiegt das? Dieser Antrieb hier wiegt ebenfalls so um die 30-40 Gramm. Da ist eine Elektronik mit drin, Lin-Elektronik, sehr leichtbauend im Vergleich auch zu Elektromotoren, die ähnliche Stellwege, wir reden hier bei diesem Antrieb über 90 Grad Stellweg, realisieren. Wunderbar. Dann das von Metelligent, in dem Fall Nititech. Und es gibt dann noch ein zweites Video, was Metelligent Ideas uns zu zeigen hat.